Du bist Trainerin oder Coach, du machst Seminare oder Workshops und du nutzt dabei Flipcharts. Ich möchte dir heute meine Idee vorstellen, die mir sehr viel Arbeit spart und mich sehr glücklich macht. Hallo, herzlich willkommen hier im Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Rednerin und auch Trainerin. Und wie viele Trainerinnen und Trainer benutze ich Flipchart, weil ich einfach das analoge Mittel total schätze. Und ich gebe mir auch so ein bisschen Mühe mit meinen Flipcharts, wie man hier sieht. Ich mache manchmal schöne Zeichnungen und das dauert ganz schön lange. Ich kenne viele Menschen, die noch sehr viel mehr Zeit in Flipcharts investieren als ich. Ja, und wenn dann das Seminar wieder rum ist und du vielleicht ein Flipchart, so wie ich hier dieses Deckblatt, für ein weiteres Seminar verwenden willst, was machst du dann? Du rollst das Flipchart ein. Ja, so das habe ich auch also über Jahre gemacht. Ich habe es eingerollt und dann haben sich die Rollen bei mir im Büro gestapelt und dann habe ich manche hier so verpackt in so Kartons, ne, und da sieht man auch, ne, die würden dann da eben so drin liegen. Und wenn man auf die Reise geht, dann nimmt man so eine Verpackung und man rollt und die Flipcharts werden immer zerschlissener, die Ecken immer abgefressener und am Ende sieht das Ganze nicht mehr schön aus. Abgesehen davon finde ich, ist es ein totales Chaos, überall Flipchart-Rollen und du weißt nicht, was sich in der einzelnen Rolle verbirgt. Und da habe ich gedacht, das muss sich ändern. Ich überlege mir was. Und was ich mir da überlegt habe, das zeige ich euch jetzt mal. Und hier ist meine Idee, die Flipchart-Garderobe. Ich habe mir einfach eine ganz normale Garderobenstange besorgt und Hosenbügel, so übergroße Hosenbügel. Und da habe ich jetzt meine Flipcharts aufgehangen. Hier zum Beispiel, das sind die Charts zu einem Seminar, das ich regelmäßig halte. Das ist ein Aufbauseminar, Veranstaltungsmoderation, das ist bei uns im offenen Programm. Und da gibt es viele Flipcharts, die ich immer wieder verwende. Und die hebe ich auf und sind hier so gebündelt auf einem Hosenbügel. Natürlich gibt es auch Flipcharts, die ich nur im Seminar und nur einmal benutze. Wenn wir mal eben schnell was an die Wand schreiben hier, dann ist das schnell mal hingekritzelt. Das wird nicht aufgehoben. Das wandert natürlich im Anschluss an ein Seminar ins Altpapier. Aber dieses Prinzip hier, einfach die Flipcharts in einer Garderobe zu haben, wo ich durchblättern kann wie durch ein Buch, das spart mir wahnsinnig viel Zeit und Arbeit. Natürlich digitalisieren wir auch die Flipcharts. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten im Anschluss an ein Seminar immer ein Fotoprotokoll, wo alles abfotografiert ist. Aber gleichzeitig brauche ich ja Flipcharts immer wieder und insofern hebe ich sie mir hier auf. Ab und an muss ich natürlich mal eins neu machen, wenn es eben schon lange in Gebrauch ist und ein bisschen verschlissen ist, dann male ich es neu. Aber insgesamt bin ich total glücklich mit meiner Flipchart-Garderobe.